sehen können. Die Geschichte Libyens ist eng mit der Geschichte Syriens verknüpft. Wir erinnern uns an die panarabische Bewegung vor über 30 Jahren, als Libyen zusammen mit Syrien und Ägypten versuchte, eine arabische Einheit unter einer Flagge herzustellen. Diese Versuche scheiterten jedoch leider. Als 1986 die Hauptstadt Libyens von den Vereinigten Staaten bombardiert wurde, sollte dies auch ein Zeichen an Hafez al-Assad sein. Als der terroristische Anschlag auf ein englisches Verkehrsflugzeug, auch bekannt als Lockerbie-Bombing, stattfand, versuchten die Imperialisten, diesen in einem politischen Verfahren Libyen oder Syrien anzuhängen. Heute wissen wir, dass diese Anschuldigungen sich nicht bewahrheitet haben, aber sie wurden niemals widerrufen. Und auch heute ähneln sich die Schicksale dieser beiden Länder. Die bewaffneten Kämpfe in Libyen und Syrien begannen zur gleichen Zeit, gehen von ähnlichen terroristischen Vereinigungen aus. Teilweise kämpfen sogar erwiesenermaßen Rebellen aus Libyen heute in Syrien. Beide Bewegungen, die Bewegung der Rebellen, werden vom Westen finanziert und bewaffnet. Der Westen geht über Leichen. In Libyen schickt die europäischen und US-Imperialisten die NATO, um die demokratische Volksregierung unter Gaddafi zu stürzen und ein Marionettenregime genannt NTC zu etablieren. Durch den NATO-Einsatz und Kämpfe mit den Rebellen starben mehr als 60.000 Menschen. Die NATO verübte zahllose Kriegsverbrechen in Libyen. Dazu gehören vom ersten Tag an ein Bruch der UN-Resolution, unter deren Mandat sie nach Libyen geschickt wurde. Verstöße gegen die Genfer Konvention, wie die Verwendung von verbotenen weißen Phosphorbomben, die Bombardierung von zivilen Nachrichtensendern und die massive Bombardierung der Zivilbevölkerung. Und letztendlich die illegale Ermordung Gaddafi. Es wird Zeit, dass die NATO endlich für die begangenen Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen wird. Die NATO muss endlich aufgelöst werden. Nie wieder NATO, nie wieder Krieg! Nach dem Sieg der Rebellen ist Libyen ein anderes Land. Mord, Folter, Vergewaltigung und Rassismus gehören zum Alltag. Bewaffnete Kriminelle plündern das ganze Land und verüben Verbrechen. Die rassistischen Rebellen, die von den Medien hier als Revolutionäre gefeiert werden, ermorden und vertreiben schwarzhäutige Libyer. Die überwiegend von schwarzen Libyern bewohnte Stadt Taverga mit über 30.000 Einwohnern wurde dem Erdboden gleichgemacht. Taverga ist nun eine Geisterstadt. An den Wänden der leerstehenden Häuser finden sich Graffitis der Rebellen, auf denen sie sich selbst als Brigaden zur Beseitigung der Sklaven und Schwarzhäutigen bezeichnen. Wir müssen verhindern, dass die syrischen Rebellen an die Macht kommen und ähnliche Pogrome verüben. Nach der Machtübernahme in Libyen führten die Rebellen auf neue Gesetze ein. Jetzt kommen wir zu dem Demokratiepunkt. So wurden die Rechte der Frauen beschnitten und Polygamie für die Männer wieder eingeführt. Zuletzt versuchte man ein Gesetz einzuführen, dass alle Leute, die, wie es in dem Gesetzestext hieß, Gaddafi glorifizierten, zu einer lebenslangen Haft verurteilen sollten. Wir erfahren am Beispiel Libyen, welche politischen Zustände auch in Syrien herrschen könnten, wenn die Rebellen die Macht übernehmen. Kein Fuß bei den Rebellen für die demokratisch gewählte Regierung in Syrien. Es geht den amerikanischen, englischen, französischen und natürlich deutschen Imperialisten bei der Besatzung Libyens und dem Entfachen des Syrien-Konflikts darum, Ressourcen zu sichern und die Vorherrschaft über Afrika und die arabische Welt neu zu behaupten. Wir kennen ihre Ziele und wir wissen, dass sie Profitgier sie antreiben. Nur durch ein gemeinsames Vorgehen der arabischen und afrikanischen Staaten kann es möglich sein, die Imperialisten aufzuhalten. Doch anstatt dass Organisationen wie die Arabische Liga oder die Afrikanische
die Imperialisten